freue mich außerordentlich, dass Sie alle hier dabei sind beim ersten Kaminfeuergespräch. Das ist ja wirklich eine Premiere und Sie können mir glauben, ich bin auch ein bisschen nervös, weil gemacht habe ich so etwas tatsächlich noch nie. Und insofern bin ich total happy, dass heute der Andreas Büttiger mit mir da oben beschreiten tut. Der Andreas Büttiger ist ja nicht irgendjemand, sondern er ist seit bald einmal 3 Jahrzehnten. 26 Jahre. 26 also ich Jahre. zähle die Jahre nicht mehr. Also gut, seit 26 Jahren ist er Direktor von der BLT. Batzi hat geschrieben, der Mr. BLT. Wie bist du überhaupt zu dieser BLT gekommen? Also mit Jungfrau zum Kind würde man sagen. Ich habe ja 10 Jahre in der IT- und Telekommunikationsbranche gewechselt und dann ist die Firma, die ich dafür geschafft habe, auch noch verkauft worden in einen grossen Konzern. Und dann war für mich der Moment, ich wollte mich neu orientieren. Ich habe in der NZZ das Inserat gesehen, Direktor BLT mit marktwirtschaftlichen Nebenbetrieben, hat Unterlagen einmal geschickt und der Rest ist jetzt Geschichte. Und so bin ich zu der BLT gekommen, wie eben die Jungfrau zum Kind. Ich hätte mir nach dem Studium nie gedacht, hier in ÖV einzusteigen, weil da hätte ich gedacht, das ist etwas so Langweiliges. Aber ich bin 26 Jahre dabei, es ist definitiv nicht langweilig. Und gerade fragen, also Tramli, das war nicht deine ursprüngliche Leidenschaft, sondern es war ein Job, wo du dich beworben hast drauf, und mit dem ist dann die Leidenschaft für den ÖV und für das Tram. Ich wollte nie Lokführer werden, ich wollte Pilot, das bin ich geworden, ich habe Privatpilotenlizenz, ich wollte Militärpilot werden. Das hat leider dann nicht geklappt. Dann bin ich zu der Fliegerabwehr, habe ich gesagt, wenn ich das nicht werde, dann hole ich sie wenigstens oben runter. Aber ich muss sagen, ich habe es noch keinen einzigen Tag bereut. Auch der Service-Public-Gedanke. Es ist auch nicht nur Tramli, es ist Bus, es ist Menschen, es ist Dienstleistung für die Menschen in dieser Region. Also für mich ist das Berufung. Super. Und jetzt sind wir gerade im Thema rein. Wir haben abgemacht zusammen, dass wir uns 10 Begriffe geben. Es sind, glaube ich, 8 oder 9 Worte zum Schluss, wo wir uns einfach in ein Gespräch hineinbegeben. Mal schauen, wie viel wir von denen durchschaffen. Vielleicht enden wir am Schluss bei 3. Und vielleicht schaffen wir alle 8. Das werden wir sehen. Du darfst mal den ersten ziehen und dann werden wir schauen, was uns da begegnet. Dann fangen wir gerade mal hier an. BLT ÖV in 30 Jahren. Andreas? Ja, das ist natürlich 30 Jahre in die Zukunft zu schauen, ist schwierig. In einer Welt, die sich dermaßen schnell verändert. Wir sind im Moment, wir reden auch nicht mehr von ÖV, wir reden von Mobilität. Also schon seit ein paar Jahren die klassischen Unterteilungen, da ist ÖV, da ist Individualverkehr. Heute haben wir Mobilität, ist multimodal, je länger, je mehr. Wir haben als BLT vor 4 Jahren Pick-a-Bike gegründet mit Bike-Sharing. Eben Teilen ist das neue Haben, oder? Um eigentlich unser Kerngeschäft zu stärken. In 30 Jahren wird es sicher noch Tramli geben, ganz sicher, immer noch Massentransportmittel, aber ich glaube, es wird viel umfassendere Zusatzangebote geben, eben zum Beispiel vor allem im Sharing. Auch der ganze Zugang zum öffentlichen Verkehr wird zur Mobilität wird viel mehr Convenience beinhalten. Ich glaube, man hat dann noch ein Mobile, ist der Zugang zur Mobilität. Also man schaltet dann nur noch ein, ja, ich brauche Mobilität. Und der ganze Rest, die ganze Reiseerfassung, ob es ein Velo ist oder ein Auto ist oder eine Trambusbahn, wird automatisch erfolgen. Und ich bekomme zum Bestpreis quasi eine öffentliche Mobilität. Was aber spannend ist, wir haben einerseits die technischen Möglichkeiten, die uns die Vielfalt zulassen, eben Zugänglichkeit, Mobilität, alles. Und hinterher haben wir aber unglaublich komplizierte Strukturen, bis wir dort ankommen. Also wir haben irgendwie Kommunen, wir haben Kanton, wir haben Bund, wir haben Finanzierungsströme, wir haben verschiedene Planungsinstrumente. Kann das überhaupt funktionieren, die Möglichkeiten auf der technischen Seite und die Schwerfälligkeit auf der Planungs- und Finanzierungsseite? Also ich glaube, da werden sich schon noch Sachen müssen verändern. Also der klassische ÖV wird immer noch mit Gesetzesgrundlagen finanziert. Ich habe kein Problem, zig Millionen bekommen für den klassischen ÖV. Wenn ich aber 200'000 Franken für Pick-a-Bike will haben, heisst das, da haben wir noch keine Gesetzesgrundlage dafür. Da wird es private Anbieter auch noch zusätzlich geben. Und ich glaube, es wird aber überholt. Wie gesagt, es wird integrierte Lösungen geben über Apps. Oder? Und da braucht es natürlich intelligente Datentreischeiben. Da ist man jetzt national dran, das aufzubauen, wo verschiedene Mobilitätsanbieter ihre Angebote eingeben können.
Also in London zum Beispiel ist es so, dass die zentrale Authority, die sammelt alle Daten vom öffentlichen Verkehr und da können Private ihre Apps machen und können da verschiedene Packages zusammenbieten, die dann kundenorientiert sind. Also ich glaube, da werden wir unheimlich viel erleben, zum Beispiel bei EasyJet kann man ja auch noch zusätzlich das Auto reservieren. Je nachdem kann man den ÖV dazu oder man kann sogar noch ein Hotelzimmer. Also Mobilität wird viel breiter durch entsprechende spannende Packages, die dann aber auch Convenience beinhalten. Aber jetzt war ja eine der Gefahren, wir haben ja in unserem kleinen Nordwestschweizer Raum ja eine grosse Zahl an Anbietern. Also bei den Trams sind es 2, bei der BVB, bei den Bussen sind es noch mehr. Gibt es in 30 Jahren einen Anbieter ÖV, der das integral plant? Oder am Schluss ist die Gefahr, 4 verschiedene Anbieter, 4 verschiedene Zugänge, Apps, keine Ahnung? Also das eine sind natürlich ÖV-Betriebe. Da kann es durchaus sein, dass es noch eine gewisse Konsolidierung in der Schweiz gibt. Aus meiner Sicht hat es noch zu viele Unternehmungen. Auch bei uns in der Region? Auch bei uns in der Region. Wir haben ja auch den Auftrag vom Regierungsrat, auch Fusion Autobus AG BLT. Im Moment ruht das Thema, weil es jetzt ein bisschen politisch heikel ist. Aber das wäre sicher ein sinnvoller Schritt. Aber ich glaube, das ist nicht die zentrale Frage. Mobilität wird auch nicht mehr im Alleingang passieren. Man muss mit Kooperationen arbeiten. Und das funktioniert ja auch in der Region, kann man sagen, ziemlich gut, oder? Das funktioniert. Planen zusammen das Netz. Das ist richtig. Und man darf auch nicht nur regional denken. In der Schweiz haben wir Allianz Swisspass. Wir haben eine zentrale Price Engine, eine zentrale Betriebsengine für den ganzen öffentlichen Verkehr. Da muss man mindestens schweizweit denken, mit internationalen Standards. Und man muss in Partnerschaften denken und Kooperationen. Und ob jetzt das dann ein Betrieb ist oder 3 oder 5, das ist sekundär, das ist, was ist betriebswirtschaftlich sinnvoll. Also, legen Sie, bei Pickerbike ist für mich wieder, ich komme wieder mit diesem Beispiel, nicht nur wegen dem Bikesharing, das spannend ist, sondern wir haben das als Partnerschaft mit Primeo Energie und mit der Basler Kantonalbank. Wir müssen viel offener, viel breiter, internationaler denken. Wir wissen auch noch nicht, was die Frage in 30 Jahren ist. Wir erleben disruptive Veränderungen im Bereich der Mobilität. Wir müssen einfach wachsam sein und über den Gartenhaken hinausdenken und auch ins Ausland schauen, was ist Best Practice. Eine Erfolgsgeschichte, die wir ja haben, aber interessanterweise ist sie ja wieder am Schluss auf der Schiene gelandet, ist ja das Waldenburgerli, oder? Da haben wir ja jetzt wirklich in eigentlich überraschend kurzer Zeit die ganze Erneuerung gemacht. Es gibt jetzt eine Trambahn. Gleichzeitig ist es unter BLT Flügel gekommen und so. Wieso hat das so schnell geklappt, während wir andernorts irgendwie keine Kilometer vorwärts kommen bei den schienengebundenen ich könnte jetzt sagen, weil die Oberbaselbieter cleverer sind. Okay. Nein, für mich ist das wirklich das Wunder von Waldenburg. Schon, oder? Für mich ist das Wunder von Waldenburg. Wir haben vor 6 Jahren fusioniert. Wir haben jetzt in 21 Monaten 13 Kilometer Strecke neu gebaut, mit Hochwasserschutz, oder? Mit der Gemeinde zusammen. Wir haben neues Rollmaterial. Wir bauen die modernste Meterspurbahn in Europa mit neuen digitalen Zugsicherungssystemen. Oder? Wir haben nächste Woche eine Delegation aus Deutschland, die extra da kommt. Das ist schon ein kleines Mekka im Waldenburger Tal. Ich glaube, der Grund des Erfolgs liegt darin, weil die Bevölkerung im Waldenburger Tal die Bahn wollte, weil sie den Nutzen gesehen hat von dieser Bahn. Und der Schlüssel zum Erfolg, wir sind ganz nah bei der Bevölkerung. Wir haben pro Jahr in jeder Gemeinde 1, 2, 3 Infoveranstaltungen gemacht. Wir haben die Bahn mit den Leuten zusammengebaut, für die Leute und nicht irgendwie in einem Planungsbüro. Aber ich glaube, das ist für mich Blaupause. Man muss zu den Leuten rausgehen. Wir bauen das für die Menschen. Wir bauen das nicht für uns. Und da wäre jetzt die Frage, wir haben ja andere Bahnprojekte gehabt, oder Tramprojekte, Salina Raurica, Margrethenstich, da sind wir ja nicht ganz so erfolgreich gewesen. Und das wäre ja für mich genau auch die Frage, oder? Wie kann es uns gelingen, so Projekte, die über Jahre, Jahrzehnte geplant werden. Ich kann mich erinnern, 2000 bin ich in Landrat gekommen, dort hat man, ich glaube, eine Planungszone erlassen über Salina Raurica. Das heisst, man war dort schon am Planen und hat dann für 5 Jahre eine Planungszone gemacht. Das ist jetzt 22 Jahre her. Ja. Und man ist immer noch nicht an dem Ort, wo wirklich nebendran dann auch wirklich entwickelt wird. Und manchmal habe ich den Eindruck, und das wäre jetzt meine Frage, warum hat man das beim Waldenburgerli so angebracht mit der Bevölkerung und hat ja das am Schluss auch zum Erfolg geführt, während ich feststelle, bei anderen
Mobilitätsprojekte, wir können vielleicht auch noch auf andere sprechen, die jetzt in der Pipeline sind, gelingt uns das offenbar nicht. Und wir werden überrascht von Gegnerschaften, die wir irgendwie im politischen Prozess nicht auf der Agenda hatten. Also ich meine, Salina Raurica hat eine grosse Mehrheit im Landrat gehabt, Margrethe Stich hat eine grosse Mehrheit im Landrat. Und nachher plötzlich in der Bevölkerung gibt es Widerstände, die man wie nicht antizipiert hat. Also, ja, ich glaube auch, wir müssen einfach näher an die Bevölkerung kommen in den Entscheidungsprozess und wir müssen auch früher noch mit der Bevölkerung die Entscheidungsprozesse auch durchcatchen und nicht erst dann, wenn das Projekt pfannenfertig quasi der ideologischen Diskussionen ausgesetzt wird. Aber ich meine, da hätte ich jetzt gerade eine Frage an dich. Du willst ja Regierungsrat werden, oder? Und wo siehst du die Gründe, warum das jetzt die Projekte, Margrethe-Stich, 14er-Verlängerung oder generell auch Strassenprojekte nicht durchkommen, obwohl das Parlament mit grossem Mehr nach intensiver Behandlung diesen Projekten zugestimmt hat? An was liegt das? Was würdest du oder was könntest du als Regierungsrat dazu beitragen, dass man die auch schlussendlich ins Ziel bringt? Also ganz am Schluss, glaube ich, es ist wirklich eine Frage auch von Leadership, von Führung übernehmen und auch bereit sein, für so ein Projekt wirklich auch in den Wind rauszustehen und mit den Leuten den ganzen Planungsprozess auch gemeinsam zu machen. Also im ganz Kleinen erlebe ich das bei uns in der Gemeinde. Oder? Da haben wir auch so Veranstaltungen, Planungsprozesse, wo über Jahre wir immer wieder die Bevölkerung einbeziehen und befragen, aber vor allem auch ein Verständnis auch können schaffen für A, die Fragestellungen und B, auch die möglichen Lösungen und dann auch mit den Leuten erörtern, wie ihr das ja offenbar in Waldenburg gemacht habt. Was braucht es, damit aus einer Idee eine mehrheitsfähige Umsetzung möglich wird? Und ich nehme jetzt ein Beispiel, das mich wirklich gerade aktuell sehr beschäftigt. Das ist der Zubringer Bachgraben. Oder? Da haben wir jetzt feststellen, dass der Bund die Region zurückpfeift und sagt, da kommen wir nicht einmal in die Priorität an vom Agglomerationsprogramm. Und ich habe genau dort auch wieder die Befürchtung, wir haben unglaublich eine komplexe Planungsausgangslage, oder? Eine Strasse, die unter dem baselstädtischen Kantonsgebiet durch soll. Finanziert soll sie werden von Basel-Land. Wir wissen aber gar noch nicht, ob die Städter das zulassen würden. Also man weiss, dass es schon erste politische Kräfte gibt in der Stadt, die das auch bekämpfen würden, eine Strassenführung unter dem städtischen Boden, sogar wenn es die Landschaft zahlen würde. Wir haben auf der anderen Seite noch irgendwie eine völlig unklare Linienführung bei der Trambewegung. Und gleichzeitig haben wir ein Wirtschaftsgebiet Bachgraben, wo mehrere tausend Leute schon daheim sind und arbeiten und dort rein wollen und raus wollen und nicht wissen, wie sie das machen, wenn das ganze Areal. Und da glaube ich, müssen wir integraler planen und wir dürfen auch die Umsetzung eigentlich knüpfen an ein funktionierendes Verkehrssystem. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir Kägen, wir haben Griessen, wir haben jetzt Bachgraben. Eigentlich für keines von diesen Gebieten haben wir funktionierende Verkehrs- und Mobilitätssysteme. Ja. Jetzt, du hast etwas Richtiges angesprochen, Bachgraben. Basel-Bieterboden, Altschwil, ein paar Meter nebendran Basel-Stadt, nochmal ein paar Meter nebendran Frankreich. Oder? Das kommt noch dazu, genau. Das kommt noch dazu. Ich meine, Raumplanung, Verkehrsplanung kann man nicht im Baselbiet nur allein machen. Wie stellst denn du dir die Zusammenarbeit mit Basel vor? Wie holst du die ins Boot? Die haben ja manchmal ein bisschen andere politische Prioritäten. Ja, also da kommt jetzt einfach spontan in den Sinn, was man bei der Gesundheit gemacht hat. Es gibt einen gemeinsamen Gesundheitsraum. Ich will jetzt nicht ins Gesundheitsamt abdriften, oder? Aber die Idee, dass man Planungen, die in diesem kleinen Raum, wo wir uns bewegen, dass die einfach noch mehr mit grenzüberschreitend stattfinden, und zwar inklusive der ganzen oberen Region. Ich meine, wir wissen gerade im Bachgraben, da kommen ja viele Arbeitnehmer, die kommen aus dem Elsass, kommen aus dem deutschen Gebiet. Und wir stellen heute die Frage, ich war an einer Tagung, wir stellen heute die Frage, ob es echt eine gute Idee wäre, ein Park and Ride an der französischen Grenze, gerade unweit vom Bachgraben, zu erstellen. Jetzt, wo die Gebäude schon stehen. Und da muss ich ja schon feststellen, offenbar hat man nicht im genügenden Umfang die integrale Planung auch interregional gemacht. Und da finde ich einfach, muss man Raumplanung und Verkehrsplanung nicht nur auf Richtplanebene miteinander planen, sondern wirklich dann auch, wenn es in die nächsten Ebenen hineingeht, also sei das in den Nutzungsplanungen oder in den kommunalen Planungsinstrumenten, dass man dort wirklich auch Gewähr hat, dass der Verkehr zum gleichen Zeitpunkt in einer Form bereit steht, oder die Mobilität, wie es eben auch die bauliche Entwicklung ist. Nein, ich glaube, das ist absolut der Schlüssel zum Erfolg. Erstens, dass man nicht nur ein Teilstück sagt, wir wollen jetzt irgendwie ein Stück Margrethe-Stich zum Beispiel,
sondern dass man das integriert in eine Raumplanung, in eine Verkehrsplanung und dann ein Gesamtkonzept, der Nutzen vom Gesamtkonzept. Aber dort ist schon wieder die Schwierigkeit, wie kann ich der Bevölkerung etwas, was sehr langfristig ist, den Nutzen von einem so einem langfristigen Konzept überbringen. Das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, jetzt bin ich einmal dran mitziehen. Wir haben hier ein paar Kärtchen. Und das lasse ich dir mal. Ist einverstanden? Ja, ich nehme mal eins hier. Also gut. Mobilität und Wirtschaft. Sind wir jetzt eigentlich gerade ein bisschen drin gewesen. Ja. Was ich beobachte, ist, dass wir haben die Entwicklungsgebiete, Salina, wir haben das Kägen, in Muttenz haben wir das Polyfeld, wir haben jetzt das Bachgrabenareal. Und ja, ich glaube einfach, für unsere Standortqualität ist Mobilität, funktionierende Mobilität, ist einfach ein Asset, das man gar nicht genügend betonen kann. Du hast auch gesagt, oder? Es ist ein Standortwettbewerb, der weit über unsere Region ausgeht, weit über vermutlich die Schweiz ausgeht. Und funktionierender Verkehr ist, glaube ich, eine von diesen Assets oder funktionierende Mobilität, die man einfach muss entwickeln zusammen, damit der Wirtschaftsstandort auch weiter prosperieren kann. Und was ich feststelle, ist, wir profitieren heute eigentlich von den weisen Entscheidungen, die Leute vor 50, 70, 90 Jahren gemacht haben. Also, ich habe mal den Plan gesehen von Muttenz. Ja. Da ist das Tram von Basel nach Brattelen. Das ist irgendwie 1920 oder so. Ist das eingezeichnet gewesen, oder? Oder man hat es bis nach Liestl und bis voilà. nach Sissach sogar führen. Und man hat den Güterbahnhof Muttenz ist auch zu dieser Zeit in einer riesigen Dimension, wo Muttenz irgendwie aus 20 Häuschen bestanden hat, bereits geplant worden. Und ich glaube, es braucht wieder auch einen neuen Mut, so Planungen auch wirklich anzugehen und auch die Bereitschaft, so Ideen auch genügend früh der Bevölkerung zur Beschlussfassung vorzulegen. Einfach im Sinne von Grundsatzentscheidungen, Basisentscheidungen, wo man nachher als Regierung, als Parlament auch wieder näher beim Volk die detaillierten politischen Auseinandersetzungen führen kann. Oder momentan, wir haben Tram-Zukunft, heisst es Tramnetz 2030. Genau, 2030. Oder? Das sind ja eher kleinere Schritte, Clara Graben, Petersgraben, so diese Themen. Aber wissen wir, ob die Bevölkerung das wirklich prestiert? Die Mobilität ist sehr breit und es ist für die Wirtschaft absolut matchentscheidend. Erstens einmal die Erreichbarkeit von unserer drinationalen Region über das Eisenbahnnetz. Das haben wir absolut einen super Standort hier. Der Rhein, entsprechende darf man nicht unterschätzen. Ja, das ist ganz auch für die Schweizer Volkswirtschaft absolut wichtig. Der Euro-Airport ist ein Asset, das wir haben. Aber jetzt reden wir, das ist immer schön, man kann über Mobilität in 30 Jahren reden, man kann über... wir haben jetzt würde ich einmal gerne auch etwas umsetzen. Wir haben in der Region Basel das Tramnetz, um wieder einmal ein bisschen auf den Boden zu kommen. Genau. Oder? BVB, BLT, Basel-Stadt, Basel-Land, wir haben miteinander das analysiert, wir haben gesehen, 60% übrigens von unseren Fahrgästen in der Nordwestschweiz nutzen das Tramli. Also das ist das Haupttransportmittel. Wir merken, die Leute fühlen sich immer mehr ein bisschen aufregen, es ist zu langsam, es ist störungsanfällig, jeden Samstag hat es noch Demonstrationen. Also in der Stadt haben wir viel zu viel Tramli. Und jetzt hat man miteinander ein Tramnetz 2030 erarbeitet, konsensual, BVB, BLT, Basel-Stadt, Basel-Land, schon das ist ein kleines Wunder. Alle sind einverstanden. Das sind Projekte, die man realisieren könnte. Ein Margretenstich, ein Clara-Graben, Petersgraben. Und das ist eigentlich so, alles zusammenzählt, vielleicht 100, 120 Millionen Franken mit einem riesigen Nutzen. Das sind die Schnelltrams zum Beispiel auch, oder? Das ist auch eine Direktverbindung, ein Schnelltram gehört auch dazu im Leimental. Aber das ist ein evolutionärer kleiner Schritt. Es ist viel sexier, über das Herzstück zu reden, das in 50 Jahren kommt, wenn es denn überhaupt kommt. Aber wir müssen auch schauen, dass wir auch das bestehende Investment und Assets, die wir haben im bestehenden Tramnetz und die Probleme, die ganz klar identifiziert sind, dass wir hier Kraft haben, auch die entsprechend umzusetzen. Bin ich voll bei dir. Also das ist ja genau auch wieder der Begriff, oder? Die Wirtschaftsentwicklung und die Raumentwicklung und die Verdichtung und die Wirtschaftsstandort und Areal, die haben die letzten 15 Jahre genutzt und haben sich verdichtet und entwickelt und bezüglich Mobilität
machen wir schon gerade ein bisschen Mikroschritt. Also braucht es die Schritte, die ihr jetzt hier vorgesehen habt, oder? Absolut. Und ich meine, wir reden jetzt von einer Schweiz mit 8 Millionen Einwohnern. Wir reden von einer Schweiz in 10 Jahren vielleicht von 10 Millionen Einwohnern. Strassen kann man kaum mehr bauen, das sehen wir. Also ich glaube auch, die flächeneffiziente Nutzung von der Strassen in der Stadt und im Agglomerationsgürtel wird in Zukunft noch viel mehr zunehmen. Also das heisst, wir brauchen öffentlichen Verkehr, wir brauchen Sharing-Angebote. Wenn einfach jeder von diesen 2 Millionen, die noch dazukommt in der Schweiz, auch noch mal ein Auto hat und Strassen kann man auch nicht ausbauen, dann haben wir einfach eine Deadlock-Situation. Also wir müssen jetzt bereits eben an zukünftigen innovativen Mobilitätslösungen arbeiten. Und es ist toll, wenn man wieder ich habe kürzlich gelesen, ein Grimseltunnel von Meiringen ins Goms für 800 Millionen. Ja, über das redet man. Aber über ein Margretenstichli, das 9 Millionen einmalig gehört, wo einen riesen Nutzen gibt, diskutiert man darum, ja, da hat es halt noch ein Tramli, das noch über die Strasse, das gibt vielleicht wieder ein bisschen mehr Stau, wo gar nicht stimmt. Also, solche Sachen, low-hanging fruits, realisieren wir nicht, aber es ist viel interessanter über irgendein so ein Milliardenprojekt. Vielleicht ist das Projekt einfach zu günstig. Ich glaube, wir müssen einfach auch wieder in der Politik wegkommen von diesen ideologischen Auseinandersetzungen. Das glaube ich wirklich. Und ich finde eben, oder lange Zeit haben wir jetzt über ÖV und MIV und Langsamverkehr geredet. Und ich finde es eigentlich total spannend, du redest von Mobilität. Absolut. Und bei Mobilität fragen wir nicht zuerst einmal, was gegen was, sondern wir fragen zuerst, wie bringen wir Menschen von A nach B. Und das ist das effizienteste Verkehrsmittel. Und das kann bei der einen Fragestellung kann das der Individualverkehr sein, braucht es eine Schnellstrasse, braucht es eine Hochleistungsstrasse und bei etwas anderem braucht es den öffentlichen Verkehr oder braucht es eine Veloschnellroute oder whatever. Und ich glaube, da muss man wie ein anderes Commitment kriegen, auch in der Politik, dass man das gemeinsame Ziel, das ja alle haben, wir wollen effizient von A nach B kommen und wir wollen als Wirtschaftsstandort möchten wir erfolgreich sein im internationalen Wettbewerb. Und das schaffen wir nicht, indem wir uns gegenseitig ausbremsen, die einen, weil sie gegen den IV sind und die anderen, weil sie gegen den ÖV sind, sondern wir müssen ein Commitment finden für die Mobilität und das auch integraler anfangen planen und auch mit der Bevölkerung eben genau in die Diskussion kommen, wie schaffen wir es, das Mobilitätsthema zu verbessern und nicht der einzelne Verkehrsträger. Und da, glaube ich, wird auch plötzlich etwas wieder mehr möglich, wo zwingend notwendig ist. Also ich bin da völlig bei dir. Wir erleben es ja jetzt schon, wir werden noch viel mehr erleben, was es bedeutet, einfach Zeitverluste zu haben, weil wir keine clevere Mobilitätslösung haben und auch kein cleveres Mobilitätskonzept im Hinblick gerade auch auf die neuen Technologien. Also ich glaube, das ist absolut der Ansatz. Man darf nicht mehr von ÖV reden, sondern wie wir die Mobilität insgesamt besser gestalten. Und ich meine, wenn man jetzt in der Stadt zum Beispiel wohnt und sieht, es kommen immer mehr Autos in die Stadt rein, dann habe ich Verständnis dafür, dass man sagt, jetzt lenkt es einmal. Oder? Der öffentliche Raum gehört nicht einfach nur ein paar wenige, sondern wir müssen irgendeinen Weg finden, wo man nicht das Auto verteufeln will, aber vielleicht wird dann das halt teurer, wenn man einen Parkplatz hat. Das ist auch okay. Oder? Wir müssen einfach schauen, wie können wir die knappe Verkehrsfläche besser nutzen und wie können wir die Mobilität am Fliessen halten. Dann haben alle davon profitiert. Das ist so. Dann haben sowohl die Autofahrer profitiert, die Velofahrer haben profitiert und die ÖV-Nutzer. Alle. Und das muss man vielleicht, das ist die Frage, wie macht man das? Mit Preisanreiz. In London, in Stockholm, wenn man da am Morgen reinfährt, dann zahlst du halt irgendeine 10 Franken. Himmels Gottes Willen, Mobility Pricing. Ja, aber über solche Konzepte müssen wir nachdenken. Nachdenken. Und da gibt es schon wieder Ideologen von der einen Seite, die bereits das Nachdenken verbieten. Umgekehrt gibt es wieder die Ideologen, ich nenne keine Parteien nennen, die, sobald es eine Schiene hat, dann haben die glänzige Augen und dann dürfte das Millionen und Hunderte von Millionen kosten. Das ist genau gleich falsch. Wir müssen mehr Intelligenz und wir müssen mehr ökonomische Anreizsysteme auch in die Mobilität hineinbringen und auch die neuen Technologien nutzen. Und nehmen wir doch jetzt noch mal schnell das Bachgrabengebiet. Es wäre ja eine total spannende Frage an einen Planer oder an einen Planungswettbewerb zu sagen, tun ihr uns ein Projekt ausschaffen, das die Mobilität ins Bachgrabengebiet lösen.
Das heisst, man tut nicht zuerst eine Strasse denken und dann noch ein Tram denken und dann noch vielleicht einen Veloverkehr denken, sondern man gibt einen Auftrag und sagt, lösen ihr uns das Mobilitätsthema dort ein, macht einen Wettbewerb. Das ist jetzt eine Vision, oder? Aber es wäre mal eine andere Sichtweise, wo vielleicht Ideen auf den Tisch kämen, die wir in unserem Horizont von der Politik und von den Grabenkämpfen gar nicht uns mehr vorstellen können. Und dass man dann plötzlich merkt, es gibt ganz andere Wege, in das Areal hineinzukommen oder in das Gebiet hineinzukommen, als wir heute uns das schon überlegt haben. Also Wettbewerb ist immer eine gute Sache. Aber ich glaube, wenn man das Thema Allschwil generell anschaut, das ist ja nicht nur ein Bachgrabenquartier, sondern es hat auch x Wohnquartiere, die einfach gebaut worden sind, ohne dass man sich überlegt hat, wie man den Verkehr bewältigen kann. Also jetzt ist man schon fast spät dran, wie man das ganze Gebiet erschließen will. Man kann so sagen, wie kann man das Beste daraus machen. Aber bis man da eine Tramlinie gebaut hat, bis man da unterirdische Tunnel gebaut hat, ich meine, da reden wir von 10 oder 15 Jahren. Okay. Also wie gesagt, im Waldenburger Tal hat schon eine Bahnlinie bestanden. Die Bevölkerung ist voll dahinter gestanden. Ich muss sagen, wir haben über 200 Landeigentümer gehabt und haben uns einigen. Das ist wahnsinnig. Und gleichzeitig Doppelspur Spieshöfli in Binningen, 350 Meter, 18 Jahre Planungszeit und so weiter. Wahnsinn, oder? Also wir müssen solche raumplanerische und verkehrstechnische Lösungen, vor allem wenn es auch Schienen- und Strassenbasiert ist, langfristig und integriert und dann festmachen, die politischen Diskussionen führen und dann umsetzen. Sonst haben wir Pflasterli-Lösung überall dort ein bisschen und das ein bisschen. Das setzt langfristiges Denken voraus. Übrigens eine Kunst, die in der Politik mit 4 Jahres Amtsperiode nicht unbedingt immer festzustellen ist. Ich darf ein Beispiel bringen, das ich wirklich so zum Schluss von meinem Teil wirklich noch spannend finde. Wir haben in Muttens das Areal Polyfeld geplant oder sind dran, am jetzt mittlerweile umsetzen. Und als wir die Nutzungsplanung gemacht haben, haben wir uns nicht zuerst gefragt, wie viel Nutzung können wir dort realisieren unter dem Kontext Verdichtung, sondern wir haben uns zuerst gefragt, wie viel Mobilität erlaubt das übergeordnete Verkehrsnetz. Und dann haben wir das berechnet. Wir haben Verkehrsknoten, wir haben ÖV-Situationen, wir haben berechnet, wie viele Leute oder wie viel Verkehr vertreibt das Netz noch. Und dann haben wir das umgerechnet auf die Nutzung und haben gesagt, okay, in diesem Areal können so und so viele Leute, sage jetzt mal mehr oder weniger staufrei rein und rauskommen. Und haben umgerechnet, wie viel Nutzung gibt das und haben die Zonenplanung so umgesetzt, dass die Nutzung am Schluss den Verkehr im Maximum generiert. Es ist wirklich eine umgekehrte Planungsherangehensweise, was ich tatsächlich auch oft nicht mehr anders sehe, wo zuerst mal gebaut wird und nachher wird überrascht festgestellt, dass die Autos nicht reinkommen und es kein ÖV hat. Also das ist jetzt mal ein interessanter Ansatz, das habe ich jetzt noch nie gehört. Nein, das habe ich noch nie gehört. Weil Grundeigentümer, die wollen immer die maximale Nutzung, wie wir das in Münchenstein dort erlebt haben, Pfannberle-Areal. Aus meiner Sicht eine Übernutzung, die dann mit ein paar Stimmen nicht gut geheissen worden ist. Aber ich bin dort auch involviert mit dem Walzwerk-Areal. Alle wollen bauen, Uptown Basel. Und das Hauptthema ist, wie bewältigt man die ganzen Verkehrsströme? Und man muss es umgekehrt anschauen. Und, ich glaube, es braucht, was ist Huhn und Ei? Ich glaube, es braucht beides. Natürlich. Und man muss eben auch nicht nur, man muss alle Register ziehen. Veloschnellstrassen, oder? Zum Beispiel, ich bin überzeugt, mit dem E-Bike in Stadt und Agglomeration, doch hat unheimlich viel Potenzial, wenn ich sage jetzt direkt, oder Velohochbahnen oder was auch immer, da muss man jetzt innovativ sein, dass wir auch mit dem E-Bike zum Beispiel, doch bekommen wir recht viel von der Strasse. Wir müssen die Verkehrssysteme effizienter gestalten. Und die bestehende Fläche, die wir haben, einfach dichter brauchen können als letztlich mit diesen Blechlawinen, die eine Person... Ich verzweifle wie langsam das in der Politik vorwärts geht. Die Lösungsansätze sind da. Macht doch endlich einmal vorwärts. Nochmal, ich glaube, mit Grundsatzentscheidungen am Anfang abholen, das haben wir jetzt heute ein-, zweimal gesagt, wir müssen der Bevölkerung erklären, was die Zielsetzung ist und auf dieser Grundlage müssen wir den politischen Prozess führen und wir müssen gewisse Planungsabläufe beschleunigen. Das glaube ich wirklich. Ich sehe das auch bei mir in der Gemeinde. Da gibt es gewisse Planungsabläufe,
du stirbst fast, wie lange das geht. Und da glaube ich auch, wenn man einmal einen Grundsatzentscheid abholen kann, man möchte das Thema auf diese Art lösen und vielleicht die Bevölkerung mal mit Optionen beglücken. Genau. Oder? Man kann sagen, man könnte es so lösen oder so. Sagt uns, welche Variante das ihr möchtet. Und dann sagt die Bevölkerung, wir hätten gerne diese Variante. Und dann plant man durch. Und da glaube ich schon, dass man gewisse Planungszwischenschritte oder auch Volksabstimmungen, wo dann halt über viele Jahre, man nach 10 Jahren auch nicht weiss, was hat man eigentlich vor 10 Jahren einmal wollen, oder? Ja. Eine neue Generation stimmt plötzlich ab. Man muss das verdichten, damit die es quasi die Umsetzung erleben, auch die sind, die die Abstimmung damals geführt haben. Absolut. Und für mich sind jetzt, und man muss in Räumen denken, nicht auf Gemeindeareal bezogen. Genau. Für mich sind Musterbeispiele wie Bierstadt zum Beispiel oder Verkehrskommission Leimental. Mindestens in diesen Regionen muss man so kleinräumige Verkehrskonzepte, wenn es um eigentlich den Nahverkehr entsprechend geht, das muss, aber da sehen wir also schon unterschiedliche Prioritäten, die Bevölkerung abholen, aber dann braucht es auch einmal einen Beschluss und dann braucht es Umsetzung. Und Mut, den auch durchzuziehen. Genau. Das ist so. Wenn das kein Schlusswort ist, ich habe gewusst, wenn ich den Herrn Büttiker einlade, dann könnten wir einen obenfüllend schwätzen. Ich bin mega happy, dass Sie da waren. Meine Nervosität war nach 30 Sekunden verflogen, weil wir so schnell eintauchen konnten. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier oben mit mir zu verbringen und überhaupt einfach die Kaminfeuergespräche zu lancieren. Das Feuer ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen kleiner. Ihr Feuer, das weiss ich, das brennt immer noch lichterloh. Sie gehen einen Schritt weiter oder haben schon angefangen. Verwaltungsratspräsident Primeo, dort geht ja die Post ab, kann man sagen. Absolut. Und du hast das richtig angesprochen. Bei mir in der BLT hat immer das Feu sacré. Oder? Das ist mir wichtig. Ich habe von Berufung geredet. Wenn ich etwas mache, dann mache ich das aus dem Herz, mit Energie. Und ich sehe jetzt eben Thema Mobilität, viel Potenzial. Es geht nicht richtig vorwärts in der Politik. Mir geht es sowieso, darum bin ich nicht in der Politik. Oder? Weil ich bin der Umsetzer. Oder? Und manchmal würde ich mir dann auch wünschen, wir müssen auch die Sachen diskutieren, ist gut, die Bevölkerung abholen, ist gut, aber dann auch einmal wieder einen innovativen Schritt. Beides. Genau. Grosse Schritte, aber auch kleine Projekte, die nicht so revolutionär sind, die zur Umsetzung bringen. Und das, wie du gesagt hast, braucht Leadership. Und das wünsche ich mir vom Parlament und noch mehr von der Regierung. Viel Erfolg! Danke vielmals, ganz schönen Abend. Und Ihnen auch herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. In einer Woche geht es weiter. Da kommt der Daniel Simon. Er ist Präsident vom Fachverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Da wird es um das Thema Pflegenotstand, Pflegeinitiativen gehen und sicher auch ein ganz spannendes Thema im Kontext von der Gesundheit und auch ein Thema, das uns ja in Baselbiet sehr beschäftigt, seit wir auch jetzt in diesem Jahr wieder haben feststellen, dass unsere Prämien wesentlich gestiegen sind. Von dem her freue ich mich, wenn Sie nächste Woche auch wieder dabei sind. Die konkreten Zeiten sehen Sie wie immer auf meiner Homepage. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das super spannende Gespräch. Danke für die Einladung. Wenn ich dann Regierungsrat wäre, dann machen wir das 2.0 von diesem Gespräch, versprochen. Und jetzt nehmen wir noch einen Kirsch und Ihnen wünsche ich einen ganz schönen Abend. Danke vielmals.